Yo Leute, verwirrt euch das Bild auch ein wenig? Josh Rock mit der Weltmeistertrophäe? Das stammt aus einem Artikel vom Daily Star, in dem der Nordire vorhersagte, er sei bereit für den ganz großen Titel. Ambitioniertes Ziel, aber mit einem klaren Plan. Erst unter die besten 16, dann Top 10 und Attacke bei der Darts-WM. Just hat er sich ja seinen dritten PDC-Ranking-Titel in den 17. Players Championship-Turnier geholt. Im Finale gegen einen meiner Lieblinge, Joe Cullen. Na gut, da passt es doch bestens auf mein Joe Cullen RS1 Darts Review, das von Rocky Joshua folgen zu lassen. Und bei den Darts war ich auch erstmal kurz verwirrt. Ich wusste, es gibt eine günstige 80% Tungsten-Variante und dann die Spielerdarts in 95%. Aber dass es eine Version 1 und V2 gibt, das hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Der einzige Unterschied scheint aber auch nur der zu sein, dass die erste Version blau-silber und vorne hinten schwarz ist und die V2, die ich hier habe, komplett blau-silber. Okay, rein optisch hätte mir Version 1 vielleicht sogar besser gefallen, wobei, wenn sich das schnell runterspielt, dann ist mir das so schon ganz recht. Eine Limited Edition von 1001 Stück in komplett schwarz, die gab es von Mission auch mal. Könnte ich bei Gelegenheit mal zeigen, wen es interessiert, aber die werden ja nicht gespielt. Gespielt werden diese hier, die V2 Steel Darts in 24 Gramm. Die gibt es auch ein bisschen leichter in 22 Gramm und dann nochmal schwerer in 26 Gramm, Softtip in 18. Die V1 gibt es, glaube ich, in denselben Gewichten, aber dann nochmal 28 Gramm obendrauf. Durch den hohen Tungstengehalt und das etwas länger gezogene, knapp 53 mm lange Barrel bleiben auch alle Gewichte im Durchmesser recht schlank mit 6,3, bei der Variante hier 6,5 mm und die 26 Gramm haben 6,75. Design einfach geradlinig. Standard Points, vorne schön abgerundete C-Type Nose und gleichmäßiger starker Grip in alle Richtungen. 4 von maximal 5 würde ich diesen Multiring-Grip einstufen, wo immer eine Mulde auf einen eng stehenden Doppelring kommt. Das erinnert mich sehr an die Gary Anderson World Championship Darts mit sehr ähnlichem Aufbau. Mir persönlich würde eine Unterbrechung oder so ein etwas anderer Grip irgendwo so im mittleren Bereich einen zusätzlichen Orientierungspunkt geben. Aber gut, das ist dann hier nicht. Ich greife generell immer gern am Schwerpunkt. Muss ich halt schauen, ob ich das übers Feeling ebenso hinbekomme, um ein paar gute Darts zu werfen. Das coole Blau der kurzen Mission Saber Schäfte gefällt mir und passt natürlich super zu den Spielerflights. Die haben die Standardform Nummer 2, 100 Mikron. Ich werde das Setup für mich aber etwas verändern und mache hinten einmal L-Style Carbon-Schäfte, die 260er Länge drauf, mit den Shot Zen Easy L1 Flights. Points wechsle ich auf welche, die Josh Rock eigentlich auch spielen müsste, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Das sind hier die 32 mm Mission Sniper mit Micro Grip. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Länge Josh spielt und ob er die Titan oder eben auch diese Micro Grip Variante spielt. Aber bei den Darts aufs Board kam ich mit diesem Setup dann ganz gut zurecht. Das ursprüngliche steckt mir ein bisschen zu steil im Board. So sind die Darts für mich insgesamt natürlich sehr griffig. Da mag ich das eher so ein bisschen abgeschwächter, also mittelstarker Grip. Aber zusammen mit diesen Mission Sniper Points habe ich vorne zum einen einen schönen Ansatzpunkt für meinen Griff. Dann passt auch der Rest für mich. Und vom Steckwinkel kommen die mir eben ein bisschen flacher ins Board. Und so mag ich das halt. Hey, und was höre ich denn hier schon wieder im Hintergrund? Haben wir wieder Schnarche-Hund? Die Schnarcherei von dem Hund ist echt bald eine Konstante in diesen Videos. Ich würde sagen, für ihn ist Darts noch entspannender wie für mich. Okay, da die Darts überall den gleichen Grip bieten und mittig ausbalanciert sind, gibt es hier eigentlich auch nicht viel zu sagen. Jeder, der mehr als mittelstarken Grip und gerade Formen mag, wird damit zurechtkommen, also egal wo und wie er greift. Die C-Type Nose ist schön, gerade mit Storm oder Sniper Points ergibt das eigentlich immer auch einen prima Übergang. Vom Gewicht wären mir, glaube ich, 1-2 Gramm leichter doch ein bisschen lieber. Mit dem Gesamtsetup komme ich hier so um die 26 Gramm, kleines bisschen sogar drüber. Das wirkt mir ein bisschen träge, aber dafür bleibt es halt stabil auf Kurs. Und wenn ich mir die Aufnahmen hier so anschaue, dann lief das ja gar nicht so übel. Eine schöne 180 zum Beispiel fürs Video ist doch immer eine Freude. Ich krieg die 180 nicht mehr. Es bleibt spannend. Komm jetzt. Hängen geblieben. Schade.
Na gut, wenn der nicht will, dann vielleicht eine schöne 125 über Bull, Triple und Doppel. Wäre der jetzt hier drin gewesen? Aha, Spaß machen sie auf jeden Fall, die Joshua Steindarts. Ich finde sie mit 69 Euro ein bisschen teuer, auch wenn es jetzt 95% Tungsten-Darts sind. Ich habe sie glücklicherweise mit 20% Rabatt für rund 55 Euro bekommen. Da brauche ich dann natürlich nicht meckern. Und gerade wo das Setup, das ich hier drauf gemacht habe, fast auf den gleichen Preis kommt. Uiuiui, nicht drüber nachdenken. Fasse ich meine Eindrücke mal so zusammen. Die Josh Rock V2 Darts sind grundsolide Darts für viele Spielertypen. Schlank, griffig, schnörkellos. Als günstige Alternative, wenn du jetzt nicht zwingend die Rocky Darts aus Fan- oder Sammlergründen haben willst, denn man munkelt, Josh Rock wird in ein paar Monaten den Ausrüster wechseln, da fallen mir die McDart Super Grip ein. Preisgünstig, sehr schlank und auch sehr griffig. Okay, und damit bin ich am Ende dieses Reviews. Sag lieben Dank, dass ihr so lange dabei geblieben seid und freue mich, wenn der ein oder andere auch den Abo-Knopf drücken würde. Ich sag mal so, Josh Rock will Weltmeister werden und ich mit dem Kanal die 15, na vielleicht auch die 18.000 Abo-Marke knacken. Und dann so eine richtig doppelt fette Giveaway-Aktion wie noch Anfang des Jahres rausknallen. Ich bin in Gesprächen mit so geilen Partnern, das würde so geil passen. Wäre mega. Also, danke, bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao, gut Darts. Euer Olli. Was ist jetzt? Hast du den Kanal noch nicht abonniert? Na, dann wirst du auch im nächsten Video nicht erfahren, was es von Autodarts Geiles gibt. Meine Güte, ey, drück doch bitte mal den Knopf. Schätzelein, dann kriegst du doch Bescheid, wenn ein neues Video kommt. Und das lohnt sich. Also,